Hallo da draußen. Ja, schön, dass ihr reingeklickt habt und euch auf eine weitere Podcast-Folge von mir einlasst. Ja, ich habe die Rückmeldung bekommen, dass die Videoqualität teilweise sehr bescheiden sei, beziehungsweise einfach eine Überbelichtung stattfindet und das sehe ich auch ein. Und habe mir da vielleicht ein bisschen zu wenig Mühe gegeben oder mich ein bisschen zu wenig damit auseinandergesetzt, wie ich das Ganze optimiere. Das werde ich in Zukunft versuchen zu ändern. Ich weiß, dass gerade diese YouTube-Ansprüche relativ hoch sind von den Zusehenden und dass es da ganz tolle, extrem professionelle Aufmachungen gibt bei Leuten, die sprechen und die irgendwie da Content machen und so. Ich habe nicht den Anspruch, hier professionell dargestellt zu werden. Mir geht es mehr um den Inhalt meines Gesagten und ich finde es auch manchmal so ein bisschen schräg, wenn ich da reinklicke, dass irgendwie so alles permanent gecuttet wirkt. Also dass so nach jedem halben Satz oder Satz irgendwie direkt so ein Cut kommt und das wirkt dann für mich irgendwie sehr artifiziell und nicht authentisch. Also wenn ich zum Beispiel mal durchatme oder von mir aus auch sage, dann habt ihr ja die Chance, das Gesagte sacken zu lassen. Wenn ich jetzt bam, 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 Schlag um Schlag meine Sätze droppe, cutte, ja, wie so eine Uzi, so staccato-artig, dann kann das ja auch recht schnell zu einem System Overload Zustand führen. Und das möchte ich nicht und das spricht so ein bisschen auch für den Zahn der Zeit, dass einfach unser Input immer ungetakteter reinkommt. Ich erinnere mich immer mal gerne an meine Kindheit, in der die Dinge noch analog gelaufen sind. Und wenn ich zum Beispiel Musik hören wollte von einer besonderen Band, die ich mochte zum Beispiel die Prinzen. Das war meine erste Lieblingsband und das war auch die erste Kassette. Das war so eine Doppelkassette, Viererkassette, also eine Hülle mit insgesamt 4 Kassetten drin und die kann man ja umdrehen, also recht vielen Songs von den Prinzen. Und ich musste also schauen, dass ich entweder die Prinzen im Radio höre oder mir davon eben eine Kassette oder eine CD erwerbe und dann konnte ich diese Musik hören. Also es gab einen gewissen Beschaffungsaufwand und hatte dadurch auch seinen Reiz, sein Besonderes. Ja. Das gleiche gilt natürlich auch für Filme, die damals liefen. Wir hatten keine Sattschüssel und wir hatten auch kein Kabelfernsehen, also nur so ein paar verrauschte Kanäle und wenn dann irgendwann mal ein Hund namens Beethoven im Free TV kam, dann war das natürlich eine große Sensation für mich. Und wie ist das heute? Ich meine, das brauche ich gar nicht großartig auszuführen. Ja, ich sage nur Netflix und Spotify. Gilt übrigens auch für mich. Wir bekommen alles ungetaktet rein. Wir können eigentlich permanent auf alles zugreifen. Und stellt euch mal die Frage, was das so mit uns macht. Ja, das ist eine unglaublich industrielle Verarbeitung von Kulturgütern, von Informationen, von Kunst, die da passiert. Also für mich hat Musik und Film auch was Künstlerisches und ich pfropfe mich damit und ja, stimuliere mich damit en masse. Und irgendwie scheint die Industrie auch das in Absicht zu haben. Also ist mein Eindruck. Ja. Also schneller, größer und mehr und lauter etc. Das findet eben auch in dieser Industrie statt. Und finde ich schade, ja. Ja, so bin ich jetzt von Höchstchen auf Stöckchen gekommen. Also es sollte eigentlich nicht ums Bashing irgendwelcher Formate gehen. Also jeder soll sein YouTube- oder Podcast-Format so halten, wie er möchte. Ich
mache das jetzt weiter so in dem Stil. Ich werde ein bisschen dran rumspielen an dem Bild, das nachher gezeigt wird, aber möchte hier nichts Professionelles versprechen. Ich habe überlegt, ich mag über Spüren sprechen, über das Spüren, über das Mich-Spüren, über das Erspüren. Ja, in dem Wort liegt der Begriff Spur. Und Spur ist für mich auch semantisch schon lange ein zentraler Begriff. Ja, auf die Spur kommen, auf der Spur bleiben, von der Spur abkommen, etc. Erspüren. Es geht in die Richtung Fühlen, aber ich habe das Gefühl, den Eindruck, dass das Spüren etwas noch Präziseres und Konkreteres meint. Also wirklich das eher fokussierte Fühlen. Ja, ich richte mich auf ein Gefühl aus und komme quasi auf die Spur zu diesem Gefühl und erspüre das Ganze. Und für mich ist die aktive Erfahrung, also das aktive Spüren, etwas ganz Wesentliches, um lebendig zu sein, um mich lebendig zu fühlen. Also ich mache das seit vielen Jahren jeden Morgen, oft auch abends, teilweise habe ich es auch noch mittags eingebaut, dass ich mich also für bis zu 60 Minuten hinsetze, manchmal auch hinlege nach meinem letzten Retreat 2021. Manche kennen die Folge, die ich da auf Spotify mit Marco hochgeladen habe. War klar, ich brauche mich nicht immer in einen sehr asketischen Lotussitz begeben, um die Erlaubnis zu haben, jetzt eine Runde achtsam zu sein, sondern ich kann das auch liegend oder chillend machen. Ja, und dann schließe ich die Augen, ja, und ich spüre in der Regel die Unterlage, auf der ich mich befinde, also den Boden oder so, auch so ein bisschen als Grounding-Maßnahme. Also ich erlebe immer, da ist unter mir etwas Tragendes und tief kann ich also nicht fallen als Körper. Und dann melden sich in mir Myriaden verschiedene kleine Sensations, also Empfindungen. Und dann gibt es so für mich in meiner Erfahrung zwei typische Herangehensweisen. Das eine ist, also ich schaue so aus einer gewissen Distanz, ein bisschen wie so ein Beobachter, der vor einem Schaufenster steht und sich die Schaufensterwaren anguckt, auf diese Sensations, auf diese Empfindungen und bleibe nüchtern distanziert, aber komme dadurch auch immer mal in eine Bewertung oder in eine Kategorisierung. Ja, das ist jetzt ein Schmerz, das ist ein Juckreiz, das ist Kälte, das ist Wärme, das flattert, flackert, flippt, pulsiert, pocht und so weiter. Das fühlt sich gut, das fühlt sich nicht gut an, das fühlt sich neutral an. Übrigens, die schnellsten und größten Fortschritte habe ich gemacht in Sachen Achtsamkeit, indem ich neutrale Empfindungen studiert habe, wie zum Beispiel den Atem, ja, der ja immer da ist und in der Regel nicht assoziiert sein sollte mit irgendwas angenehm oder unangenehm oder die Bauchbewegung auch. Wenn da jetzt ein Schmerz mit einhergeht, dann wird es schwierig. Ansonsten ist das ein neutrales Objekt und frohlockt also nicht so sehr eben ins Aversieren oder ins Begehren zu gelangen. Ja. Also eine gute Möglichkeit, Achtsamkeit zu schulen, ist sich auf Atmung oder die Bauchbewegung oder auch das Füßebewegen beim Laufen etc. zu konzentrieren. So, also das ist die eine Sache ist, also ich schaue, was ist so an Empfindungen los und dann klopfe ich mich so ab, scanne mich so ein bisschen und ja, hier Schmerz, da Juckreiz etc. Das andere ist, da reinzugehen. Also wirklich zu dem Gefühl zu werden, nenne ich es jetzt mal. Also und damit auch zu erspüren, was liegt dahinter. Das mache ich vor allen Dingen bei Schmerzen. Also ich habe die Möglichkeit, Schmerzen zu verändern und teilweise auch aufzulösen, indem ich in das Areal des Schmerzes hinein
wandere mit meiner ganzen Wahrnehmung. Ja? Also ich bewege mich regelrecht da rein und frage mich immer wieder, was ist wirklich da? Was ist wirklich da? Bis sozusagen diese Schicht zwischen dem, was in mir beobachtet und auch bewertet und dem, was wirklich als Gefühl übrig bleibt, größtenteils, wenn nicht gar vollständig überwunden ist. Und ich wünsche euch diese Erfahrung einmal. Ja. Das ist ganz aufregend. Jetzt habe ich doch einen Cut gesetzt, weil die Aufnahme abbrach. Oh je. Ich versuche wieder reinzukommen. Also, das Aufregende an dem Erspüren, ja, des Schmerzzentrums oder der Schmerzursache ist, dass sich also dann wirklich das Dahinterliegende zeigt. Und das ist bei mir in vielen, vielen Fällen etwas Seelisches. Also eine seelische Bewegung, ja, ein Kummer, eine Traurigkeit, eine Angst, eine Anspannung, eine Bitterkeit. Sehr verzahnt eben mit einem Gefühl der Enge, Schwere, des Stechens, des Bohrens und so weiter, also einem Schmerz. Und dann ist es möglich für mich, durch das Ergründen, durch das Erspüren des Ganzen in eine Integration zu kommen. Ja, und das zu akzeptieren und zu verstehen, dass da gerade also etwas pocht, ja, weil es einfach mich auch seelisch belastet. Und mein Körper, der liebe Kerl, nenne ich ihn jetzt mal, der konvertiert das halt immer wieder auch in sein System, mein seelisches Angespanntsein, um mich zu entlasten. Ja, das ist bei vielen so und teilweise auch notwendig, manchmal aber auch anstrengend. Das heißt, ich muss diesen Weg rückwärts gehen und erstmal wieder verstehen, was ist eigentlich los, dass mein Körper gerade diese Anspannung in sich hat. Und das gelingt mir eben auf diese gerade beschriebene Weise. Es gibt ein Verfahren, ja, das möglich macht, Schmerzen zu beseitigen. Also das funktioniert auch ansatzweise so wie gerade beschrieben. Ich werde da nochmal ausgiebiger drüber sprechen. Das Ganze nennt sich Inner Movement Healing und ist von einem Schüler, mir ist der Name gerade entfallen, ich schreibe es mal in die Beschreibung des Videos, von einem Schüler von Sayagyi Ubakin verfasst worden. Also das ist der wiederum Meister oder Lehrer gewesen von Esen Goenka, den kennen viele, die Vipassana betrieben haben oder betreiben. Also einer der wichtigsten Lehrer der Welt, der also das auch bis nach Europa gebracht hat, diese Retreats etc. und Zentren. Und der hat also, jetzt dieser Schüler von Sayagyi Ubakin, der hat also jahrzehntelang sozusagen Schmerzauflösung studiert und dann letztlich auch dann als Technik formuliert. Ja. Und er sagt, also wir können sozusagen, wenn wir ein unangenehmes Gefühl, also ein Trouble im Körper haben, wir können diesen Trouble eingrenzen, indem wir ihn also erspüren. Angenommen, ich habe Halsschmerzen, dann gehe ich also quasi in diesen Bereich hier und spüre hier also Trouble, Enge, Schmerz, wie auch immer. Und dann ist ganz wichtig, Grenzen zu finden, bis wo geht das? Wo fängt der an? Ich sag mal so in dem Sektor passiert also Schmerz. Und dann drücke ich aus dieser Region kommend, ja, wo also noch kein Schmerz ist, gegen dieses Schmerzzentrum. Und das ist keine Imagination. Es geht nicht darum, dass ich das nur phantasmagorisch mache, also nur in meinem Kopf, sondern es geht darum, dass ich es wirklich im Körper erlebe. Also wir können uns von außen anfassen und streicheln. Das können wir aber auch, zumindest nach seiner Warte, von innen. Ja, und das funktioniert tatsächlich auf bizarre Art und Weise. Also ich kann damit Schmerzen verschieben und die Idee ist, das Ganze nachher aus dem Körper rauszuschieben. Und dann hinterlässt das auch bisweilen, wie ich gerade sagte, ein seelisches Thema. Das könnt ihr alles gerne mal ausprobieren. Ich würde mich über Erfahrungen freuen und wer da noch Fragen hat, darf sie mir stellen. Ich kann auch mal irgendwann anleiten. Das wäre auch schön. Vielleicht mal irgendwie so eine Live-Session machen oder so. Jetzt bin ich ja schon im Kamerabusiness und vielleicht kann ich das mal irgendwann einleiten.
das ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil das macht dann womöglich die ganze Schmerzmittelgeschichte überflüssig, die es so gibt. Ja, also ich werde da nochmal in Ruhe drüber podcasten. Das wollte ich nur, by the way, mal erwähnen. Und was mir die ganze Zeit noch kommt, weil ich das letzte Mal über Liebe gesprochen habe und beziehungsweise eher das sich entlieben und Liebeskummer und es immer wieder diese kernige Aussage gibt, erstmal muss ich mich selbst lieben können, um auch anderes oder andere lieben zu können. Da gibt es aber keinen Schalter. Ich kann jetzt nicht hier irgendwo draufdrücken und dann macht's Klick und ich liebe mich selber. Und ich kann es mir auch nicht suggerieren, weil das wäre Betrug. Also indem ich mir den ganzen Tag vorsinge, ich liebe mich so sehr, I love myself und so weiter, wird das auch nicht passieren, sondern nach meiner Erfahrung kommt Selbstliebe immer aus einer Selbstakzeptanz. Und eine Selbstakzeptanz kommt in meinem Fall, aus meiner Erfahrung, immer aus einem Selbstverständnis. Das heißt, wenn ich mich mit mir selber nicht auseinandersetze und mich selber nicht kenne und nicht verstehe, warum macht der Melvin dieses und jenes, kann ich spreche von mir, ja, das muss nicht für alle gelten, kann ich mich auch nicht akzeptieren. Und wenn ich mich nicht akzeptieren kann, kann ich mich auch nicht lieben. Und ich kann das auch auf andere übertragen. Also meine Mitmenschen, mit denen ich mich beschäftige, das mache ich ohnehin sehr viel und sehr gerne, die kann ich darüber auch verstehen lernen, akzeptieren lernen und lieben lernen. Über das Liebesgefühl haben wir schon gepodcastet, Marco und ich. Ich habe damals den Satz gefunden, Liebe macht wertsüchtig. Wer möchte, darf da mal reinklicken. Die viertletzte Folge ist es, da spreche ich darüber. Und es gibt also auch eine Folge über den Liebeskummer, da wo wir auch drüber sprechen und wo ich auch diesen Satz nochmal sage. Ja, also Liebe hilft mir überhaupt erstmal den Wert einer Sache, eines Menschen oder auch für mich selbst zu erkennen und anzuerkennen. Also ganz wesentlich. Und ich sehe, ich habe jetzt gleich die Zeit erreicht, in der ich mich aufhalten möchte. Ich bin wieder gespannt auf eure Rückmeldungen und ja, bleib erfreut, dass es die gibt und dass ich hier eine Schar von Menschen erreiche. Das motiviert mich, hier weiterzumachen und das Ganze auch zu pflegen. Ich freue mich auf euch und über euch und verbleibe mit meinem Credo, Liebe und Vertrauen. Macht's gut.